Es war einmal eine kleine Ameise. Die Ameise lebte auf einem großen Feld. Das Feld war voller goldener Weizenkörner. Im Sommer war das Wetter warm. Die Sonne schien jeden Tag. Die Ameise arbeitete viel. Sie sammelte Weizenkörner. Sie trug die Körner in ihr kleines Haus. Jeden Tag arbeitete sie ein bisschen. Ein Korn, dann ein anderes Korn. Nicht schnell, aber immer wieder. Langsam füllte sich das Haus mit Weizen. In der Nähe lebte eine andere Ameise. Diese Ameise spielte viel. Sie genoss den Sommer und die warmen Tage. Der Sommer schien endlos. Die fleißige Ameise wusste jedoch, dass der Sommer nicht bleibt. Sie wusste, dass der Winter kommt. Darum arbeitete sie weiter. Sie war ruhig und geduldig. Dann änderte sich das Wetter. Die Tage wurden kürzer. Der Wind wurde kälter. Schneeflocken fielen leise auf das Feld. Endlich kam der Winter. Das Feld war still. Der Weizen war unter Schnee versteckt. Das Leben draußen war schwer. Die fleißige Ameise blieb in ihrem warmen Haus. Sie hatte genug zu essen. Sie war sicher und ruhig. Sie dachte an den Sommer und an die Arbeit. Eines Tages klopfte es leise an der Tür. Vor der Tür stand die Nachbarameise. Sie war müde, kalt und hungrig. Der Winter hatte ihr schwer zugesetzt. Die fleißige Ameise öffnete die Tür. Sie gab Weizen und ein warmes Plätzchen. Sie half aus Mitgefühl. Sie half ohne Zögern. Die beiden Ameisen saßen zusammen im warmen Haus. Sie aßen und sie lächelten. Sie sprachen nicht viel. Sie fühlten sich nicht mehr allein. Am Ende lernten sie etwas Wichtiges. Arbeit und Geduld helfen. Hilfe für andere macht das Leben wärmer. Auch im kalten Winter ist Freundlichkeit wie ein Feuer. Es war einmal eine kleine Ameise. Die Ameise lebte auf einem großen Feld. Das Feld war voller goldener Weizenkörner. Im Sommer war das Wetter warm.
Die Sonne schien jeden Tag. Die Ameise arbeitete viel. Sie sammelte Weizenkörner. Sie trug die Körner in ihr kleines Haus. Jeden Tag arbeitete sie ein bisschen. Ein Korn, dann ein anderes Korn. Nicht schnell, aber immer wieder. Langsam füllte sich das Haus mit Weizen. In der Nähe lebte eine andere Ameise. Diese Ameise spielte viel. Sie genoss den Sommer und die warmen Tage. Der Sommer schien endlos. Die fleißige Ameise wusste jedoch, dass der Sommer nicht bleibt. Sie wusste, dass der Winter kommt. Darum arbeitete sie weiter. Sie war ruhig und geduldig. Dann änderte sich das Wetter. Die Tage wurden kürzer. Der Wind wurde kälter. Schneeflocken fielen leise auf das Feld. Endlich kam der Winter. Das Feld war still. Der Weizen war unter Schnee versteckt. Das Leben draußen war schwer. Die fleißige Ameise blieb in ihrem warmen Haus. Sie hatte genug zu essen. Sie war sicher und ruhig. Sie dachte an den Sommer und an die Arbeit. Eines Tages klopfte es leise an der Tür. Vor der Tür stand die Nachbarameise. Sie war müde, kalt und hungrig. Der Winter hatte ihr schwer zugesetzt. Die fleißige Ameise öffnete die Tür. Sie gab Weizen und ein warmes Plätzchen. Sie half aus Mitgefühl. Sie half ohne Zögern. Die beiden Ameisen saßen zusammen im warmen Haus. Sie aßen und sie lächelten. Sie sprachen nicht viel. Sie fühlten sich nicht mehr allein. Am Ende lernten sie etwas Wichtiges. Arbeit und Geduld helfen. Hilfe für andere macht das Leben wärmer. Auch im kalten Winter ist Freundlichkeit wie ein Feuer.